Hi und willkommen bei Work in Progress. Heute geht es unter anderem um Podcasts, Ausstellungen und das Verprokrastinieren der neuen Webseite. Viel Spaß! Wie ich das die letzten Male schon ein wenig angedeutet habe, sind die Käfer jetzt tatsächlich in einer Ausstellung gelandet. Organisiert wurde die vom ZKM Karlsruhe und dem Goethe-Institut in Mumbai und dort findet sie dann auch statt. Und hier hat das Goethe-Institut zum Beispiel mal ein Bild davon getwittert. Ich bin ja nicht vor Ort, deswegen freue ich mich dann immer, wenn da mal ein Bild durchsickert. Und super nett. Also ihr seht schon, der Käfergenerator wird einfach auf einem großen Monitor angezeigt und davor gibt es ein kleines Podest mit einer Maus und dann kann man sich da einmal durchklicken und eben selber rumprobieren. Und was ich ja dafür noch gemacht hatte, das weiß ich nicht, ob ich das in den letzten Videos erwähnt hatte, es gibt praktisch einen Kiosk-Modus, wo dann die Buttons, die hier eigentlich noch sichtbar sind zum T-Shirts generieren, ausgeblendet sind und hier oben fehlt auch noch der Textzug, um was es sich genau handelt, weil das steht nämlich hier links, sind noch 2 Schilder, die praktisch das Projekt beschreiben. Das muss jetzt hier dann nicht zu sehen sein. Und ja, freut mich super, das ist meine erste Ausstellung praktisch. Super cool. Ich habe auch kürzlich ein kleines Interview für einen Podcast gegeben. Da erzähle ich euch dann mehr von, wenn der Podcast erschienen ist. Und das war dann noch mein Gesicht kurz vorher, als ich mich gefreut habe, dann da gleich mit einem netten Herren zu sprechen. Und mitten in der Aufnahme, also so 20 Minuten in die Aufnahme rein, war auf einmal mein Internet weg. Das ist momentan ein eher gängiges Problem mit meinem Internetprovider, aber es kam auch nicht mehr zurück. Und als ich dann mich zur Fritzbox vorgearbeitet hatte, habe ich den tollen USB-Stick gefunden, der offensichtlich einen Kurzschluss hatte und auch die Fritzbox kurzzeitig mit außer Gefecht gesetzt hat. Das ist super gut. Also die beste Situation, die einem passieren kann, wenn man ein Interview führt, ist, dass einem ein USB-Stick die Fritzbox zerlegt. Ja, kleine Anekdote zwischendurch. Und apropos Podcast, ich bin nächste Woche bei der Freak Show. Das ist am Mittwoch. Also wenn ihr dazuhören möchtet, kann man sich da auch in den Livestream einschalten oder dann eben später als Podcast nachhören. Ja, eigentlich sollte ich jetzt in etwa fertig sein mit der Überarbeitung meiner Homepage und da bin ich lange nicht. Das hat einerseits private Gründe, weil ich nochmal versuche arbeitstechnisch ein paar Sachen bei mir umzustrukturieren und das ein wenig Zeit gefressen hat. Deswegen war jetzt diesmal auch der Videoabstand eine Woche länger als sonst immer, nämlich 3 Wochen statt 2 Wochen. Und das andere Problem sozusagen ist, dass ich sehr gut Projekte mit anderen Projekten prokrastinieren kann. In dem Fall hier habe ich einfach angefangen, noch ein paar Sachen zu nähen, die ich jetzt eigentlich nicht unbedingt jetzt machen müsste. Das könnte ich auch irgendwann machen, aber da hatte ich jetzt Spaß dran. In dem Fall hier habe ich eine Hose ausgebessert, die ich mir aus Japan mitgebracht hatte, die ich etwas, an der Größe hatte ich mich etwas verschätzt, die war doch etwas zu klein und ich habe ein Stück Stretch-Stoff reingenäht und jetzt passt sie wieder hervorragend. Und außerdem dachte ich mir, es wäre voll gut, so eine Art Utility Belt zu haben. Also so ein Gürtel, den ich über Hosen anziehen kann, die halt nicht gerade Taschen haben. Oder wenn ich auf Veranstaltungen bin, wo man halt irgendwie schön Kabel oder Telefone oder sonst was reinstecken kann. Und ich hatte bei einem Kollegen so ein Grid gesehen aus Gummis. Also so eine Art großes Gewebe aus Gummibändern, wo die Abstände unterschiedlich sind und man dann einfach Zeug einsortieren kann. Und ich fand das super gut, sowas einfach an den Gürtel zu hängen, wie eine Gürteltasche. Sowas wollte ich mal so nähen. Deswegen habe ich mir bunte Gummibänder besorgt und habe das dann irgendwie erstmal ausgebreitet und abgemessen, um rauszufinden, wie lange ich das überhaupt machen will und wie breit ich das überhaupt machen will. Und im nächsten Schritt versucht man dann alles halt irgendwie so zuzuschneiden, dass möglichst das Material gut benutzt wird und nicht so viel übrig bleibt, aber eben es auch reicht. In dem Fall hatte ich jetzt hier 3x3 Meter und die habe ich fast restlos verbraucht. Ich habe aber auch 2 Bänder-Grids gemacht, weil ich erst dachte, die würden beide praktisch so links und rechts gut an den Gürtel passen, aber eigentlich ist es zu viel. Eigentlich will man höchstens 1 haben. Im nächsten Schritt habe ich die dann gegen so einen Zeltstoff genäht. Das ist so ein festgewebter Stoff, der hat sogar so eine Imprägnierung in dem Fall. Einmal links und rechts die langen Gummibänder und danach kann ich dann praktisch die kurzen Gummibänder reinweben. Und da eignen sich so kleine Clips, die ich da habe, immer super gut, um das alles festzuhalten. Da muss man das nicht mit so einem Reihfaden festnähen, sondern kann es einfach kurz mit kleinen Clips festhalten und die beim Nähen abnehmen. Ich meine, gut, das sonst ja auch gängig man macht, sind so Stecknadeln dran stecken, aber da piekst man sich, das ist auch doof. Und die Clips sind echt nicht schlecht. Ich habe dann ein bisschen rumprobiert, wie ich diese Gummis anordnen will und wo ich praktisch
Lücken haben möchte und wo nicht, damit es irgendwie gut funktioniert. Das war so ein bisschen, ja, Trial and Error, ein bisschen rumprobieren. Und wie viele kurze Bandabschnitte ich überhaupt haben will. Weil wenn man was webt, ich weiß nicht, ob ihr mal was gewebt habt schon mal, dann zieht sich die Fäden ziehen sich ein bisschen zusammen, weil sie brauchen halt auf einmal auch in die Höhe ein bisschen Platz und dann wird auf einmal alles ein bisschen kürzer oder enger. Deswegen kann man das oft ein bisschen schlecht abschätzen, wie viel Luft man praktisch in dem Fall zwischen den einzelnen Gummibändern überhaupt braucht oder nicht. Deswegen, ja, einfach mal ausprobieren. Ich meine, es sind Gummibänder, ja, es dehnt sich im Zweifel zwar auch ein bisschen. Und als ich das dann rausgefunden habe, eben auch noch einmal zusammennähen und ein Einfassbändchen außenrum und dann war es schon fertig. Allerdings habe ich es noch nicht ganz so fertig, dass man es schon anziehen könnte. Denn wie ich gesagt habe, ich verprokrastiniere das ja gerade damit. Das heißt, ich muss mich auch erstmal überhaupt aufraffen, das momentan zu tun. Aber ich glaube, das könnte ein sehr nützliches Kleidungs-Add-on sein. Jo, dann sitze ich schon länger auf der Warteliste für einen Polar Graph Kit. Das sind diese Hängeplotter, die man sich auch recht gut bauen kann. Da haben wir auch im Hackspace uns mal zusammen eingebaut. Der läuft allerdings nicht so super toll, denn das war aber auch so eine Paar-Stunden-Aktion damals nur. Und es gibt eben mittlerweile praktisch eine neue Revision davon. Und die gibt es auch als Kit. Und da hatte ich mich mal auf die Warteliste gesetzt und kürzlich kam dann die E-Mail, dass jetzt wieder ein paar verfügbar sind. Und dann habe ich mir einfach mal einen geklickt. Die Idee ist nämlich, dass ich mir den ans Whiteboard an der Uni in mein Büro hängen kann. Das fände ich ziemlich gut. Dann könnte ich mir da Sachen hinplotten und vielleicht sogar so Forschungsposter ausplotten. Das ist ziemlich nett. Der funktioniert an sich sehr ähnlich zu der Steuerplatine, die ich mir für den Mini-Plotter besorgt habe. Also ein ESP32 und 2-Schritt-Motoren. Dann gibt es diese große Gondel, die auch einen Servo hat, um sich praktisch von der Wand abzustoßen. Und die hängt dann mit so 2 Schnüren praktisch an einer Wand. Und die Enden der Schnüre landen hier in diesem weißen Zahnrädchenartigen Ding. Das sind so Perlenschnüre, also da kann sich dieses Zahnrädchen dann festhalten. Und die beiden Motoren steuern das dann eben logischerweise. Und ich war super begeistert, als das Päckchen kam, weil echt alles dabei ist. Also auch der Stromstecker mit EU-Stecker, weil das Ganze kam aus der UK. Dann gibt's noch diese beiden Säckchen, wo man die Gewichte links und rechts an die Ketten hängt, damit die eben straff sind. Und es war sogar eine SD-Karte mit SD-Kartenleser dabei. Es ist wirklich so alles dabei, um eigentlich sofort loszulegen. Aber ich habe mir gedacht, ich baue den jetzt nicht zusammen, bis ich mit der Homepage weitergekommen bin, weil sonst verprokrastiniere ich einfach noch mehr Zeit. Und außerdem ziehe ich, glaube ich, mein Unibüro verändert sich wahrscheinlich demnächst nochmal, deswegen macht das jetzt auch nicht so viel Sinn. Ich weiß nur noch nicht, wie ich die Motörchen, also diese Motorplatinen, festmache. Eigentlich sind die ja dafür da, dass man sie wohin schraubt, also an eine Holzplatte. Und wenn ich das an das Whiteboard machen möchte, ich muss mal gucken, also wenn es geht, würde ich die einfach mit so Tesa-Strips hinkleben. Bin mir nicht sicher, ob die reichen. Von der Stärke. Aber wenn es geht, wäre es ziemlich gut, weil dann muss ich nicht irgendwie gucken, dass ich irgendwo Löcher reinbohre. Und vermutlich muss ich das Whiteboard halt unten ein bisschen unterfüttern, damit es ein bisschen mehr von der Wand absteht, damit der Stift mit seinem Eigengewicht halt gut genug draufdrückt, um überhaupt zu malen. Das muss ich alles noch testen. Aber ja, großer hängender Stiftplotter, hervorragend. So, kommen wir aber mal noch zum eigentlichen Teil, zur neuen Webseite, die aber noch nicht so viel weiter ist. Das ist der aktuelle Stand. Nicht über die etwas kruden Farben wundern. Der Plan ist, dass ich über CSS die Farben durchrotieren kann und die sind jetzt, glaube ich, gerade auf irgendeinem random Wert. Also theoretisch, machen wir mal kurz F5. Ändern sich die? Nee, okay. Also die Theorie ist, dass ich die praktisch zufällig rotieren kann. Beziehungsweise, was ich eigentlich machen möchte, ist, die Farben jeden Tag ein Stückchen weiter zu rotieren. Das heißt, dass ich einmal im Jahr einen Farbzyklus durchlaufe. Das wäre der Plan. Weil ich dachte schon, wenn generative Kunst mein Ding ist, dann muss meine Webseite auch ein eigenes generatives Kunstwerk werden. Praktisch. Das ist so der Hintergedanke. Okay, so viel dazu. Ja, genau. Die Sachen so habt ihr, glaube ich, letztes Mal schon gesehen. Auf diese Klebi-Strips an der Seite kommen dann noch so Sachen wie Impressum, Kontakt,
so eine Art Mediensammlung, also nichts, was ich jetzt irgendwie an Inhalt generiert habe, aber was man trotzdem noch so auflisten möchte irgendwie. Genau. Hier ist dann der Rest. Das sind die Schnipsel. Das aktuelle Work in Progress soll dann immer hier erscheinen. Neben den Stift kommt immer noch der aktuelle Comic und an denen verändert sich so praktisch gar nichts. So, das Ganze hatte ich ja mit Pico geschrieben. Das war ein PHP Flat File Content Management System. Und das kann halt, wie soll ich sagen, es kann schon viel, aber man baut sich halt wirklich jede Funktionalität, die man möchte, selber. Das heißt, wenn ich so eine Art Blog-Funktionalität doch haben möchte, was ich jetzt rausgefunden habe, dass ich das wohl doch möchte, dann muss ich mir das selber bauen. Das war jetzt praktisch der letzte Schritt, den ich momentan so gemacht habe. Das sieht jetzt auch noch alles sehr chaotisch aus, aber der Plan ist, dass die jeder Eintrag in der Kategorie praktisch so einen Header bekommt, wo einmal die Überschrift steht und die 2 Artikelbilder, die es ja immer schon gibt und vielleicht noch eine Description dazu. Und der Style der Bilder sollte halt immer so sein, dass es aussieht, als hätte man die auf das große weiße Papier geklebt oder getackert oder geheftet. Und momentan gibt es 2 Varianten. Einmal die mit den beiden Tesas und einmal die mit dem Tesa oben. Da kommen dann aber noch mehr dazu. Und es ist so ein bisschen geneigt. Das ist aber jetzt schon wieder sehr unordentlich. Ich weiß noch nicht, ob ich das so lassen kann. Also ob ich das prinzipiell überhaupt so machen möchte. Mir wird's voll gut gefallen. Das war auch ein bisschen so die Intention, die ich letztes Mal bei dem Blog hatte und dann nicht so ganz durchgeführt habe. Ich weiß es noch nicht. Keine Ahnung. Also ich mag den Look und irgendwie ist er halt auch chaotisch. Ich schwanke generell halt immer zwischen mir gefällt totaler Minimalismus gut und mir gefällt auch so Chaos super gut, indem man Sachen entdecken kann. Und dazwischen ist halt das Land der Langeweile, würde ich sagen. Weil entweder man macht es nicht richtig minimalistisch und nicht richtig chaotisch, dann ist es so wie jetzt und dann ist es halt irgendwie doof. So, jetzt weiß ich noch nicht so genau, wo ich hin möchte. Deswegen muss ich gucken. Ich muss das etwas, Marie Kondo würde sagen, ich muss das etwas decluttern und gucken, ob das Joy sparkt. Ich vermute mal mit ein bisschen mehr Weißraum, also ein bisschen mehr Luft, würde das schon besser funktionieren, dass man zwischen diesen Artikeln einfach mehr Abstand hat oder noch Trenner hat oder sowas. Keine Ahnung, ich muss mal gucken. Genau, wie gesagt, ich musste mir ja die Features bauen. Das heißt, ich musste mir auch ein Pagination bauen. Das funktioniert soweit. Genau, also hier kommen dann andere Artikel und es wird erkannt, ob es ältere oder neuere Artikel gibt. Das ist halt hier nur alles nicht gelayoutet, aber der Link mit der Funktionalität existiert schon mal und der Link zu den Artikeln funktioniert so auch. Das heißt, es gibt dann praktisch immer den Header, den würde ich übernehmen aus der Kategorieübersicht. Genau, da muss ich hier praktisch halt noch den Inhalt rein layouten. So, das ist jetzt noch mein Job. Eigentlich ist mein Job immer noch so ein bisschen alles. Ich muss mir erstmal klar werden, ob mir das jetzt so gefällt oder nicht. Ich muss das noch ordentlich reinlayouten und ich muss vor allem alles noch das ist ja alles jetzt in Markdown und ich habe das halt bisher nur so bisher ist das ja ein WordPress-Blog. Das heißt, ich muss das alles noch übertragen. So, das sind jetzt praktisch noch meine 3 großen To-Dos und eigentlich wollte ich schon fertig sein und deswegen muss ich jetzt gucken, dass das wirklich zügig geht. Und was mir gerade auch noch so auffällt, wenn ich jetzt hier mal was im Fullscreen angucke, ist, man kommt gar nicht zurück. Wahrscheinlich wäre ein Zurück-Button klug, wobei man eigentlich auch den im Browser hat und zurück geht natürlich auch über die Tastatur. Naja, mal gucken. Vielleicht will ich dann noch so ein Home, weiß ich nicht, ein Bleep-Track-Logo, um wieder auf die Startseite zu kommen. Das wäre vielleicht ganz klug. Das wäre vielleicht wirklich noch ganz klug. Ja, das ist der aktuelle Stand. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ihr gerade in der Uni in den Klausuren steckt, drücke ich euch die Daumen für eure Uni-Klausuren und wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.